Wie muss ein E-Bass gestimmt sein? Wie stimmt man jetzt einen Bass? Also was brauche ich, um den zu stimmen? Wie funktioniert das? Und welche Tricks gibt es denn, wenn ich einen Bass stimme? Dafür ist es natürlich wichtig zu wissen, wie die Leerseiten denn heißen, weil wir müssen ja die Töne so stimmen, dass die nachher richtig passen. Deswegen, die tiefste Seite heißt E. Die nächsthöhere ist die A, dann kommt D und dann kommt G. Nochmal von dünn nach dick oder hoch nach tief. G, D, A und E. Wenn ich zu mir herdrehe, wird der Ton tiefer. Wenn ich wegdrehe, wird er höher. Also das einfach mal probieren, üben. Stimmen muss man auch üben. Einfach mal den Ton anschlagen, runterdrehen, hochdrehen. Ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was passiert, wenn ich da dran drehe. Um die Saiten richtig zu stimmen, benötigt man natürlich jetzt einen Referenzton. Das heißt, wir müssen ja wissen, wie klingt denn ein G. Hierfür gibt es Stimmgeräte, zum Beispiel solche, da steckt man das Kabel ein. Es gibt aber auch Geräte wie dieses hier, das ist zum Anklemmen, das ist ein Anklipp. Im Normalfall richtet man das natürlich so aus, dass man auch sieht, wo man dran ist. Und dann dreht man natürlich entsprechend höher oder tiefer, je nachdem, was das Stimmgerät einem sagt. Genau gleich funktioniert es an so einem Stimmgerät. Man steckt das Kabel ein, schlägt den Ton an und dreht jetzt an der Stimmmechanik. Je nachdem möchte ich jetzt den Ton höher oder tiefer haben. Was macht man jetzt, wenn man kein Stimmgerät hat? Das wird natürlich schwierig. Wir brauchen von irgendwoher einen Referenzton. Zum Beispiel der Pianist gibt uns ein A und wir spielen dann unsere A-Seite dazu. Hören jetzt, ist der Ton von uns zu hoch oder zu tief. Entsprechend müssen wir dann an unserer Mechanik wieder drehen, den Ton tiefer oder höher machen, dass die zwei Töne direkt aufeinander passen. Um die Saiten zueinander zu stimmen, können wir uns auch die Flageolettöne zur Hilfe nehmen. Das heißt, wir nehmen einen Flageoletton am 7. Bund, Finger draufhalten, auf die Saite, nicht runterdrücken und direkt über dem Bundstäbchen anschlagen. Dann. Den gleichen Ton bekommen wir eine Seite tiefer auf dem 5. Bund. Nicht so weit vorne am Hals, sondern weiter hinten an der Brücke, da hat man mehr Obertöne. Hörst, wenn ich verdrehe, die Töne gehen weiter auseinander, die Schwingung wird schneller. Und der Ton stimmt. So viel zum Stimmen von dem E-Bass mit ein paar Tricks von mir aus der Praxis. Man braucht ein bisschen Übung dazu, ein bisschen Feingefühl. Am besten mach das jeden Tag. Immer bevor du übst, stimm deinen Bass, egal ob du es am Tag davor gemacht hast oder nicht. Verstimm ihn und stimm ihn wieder neu, um das zu üben, dass es wirklich schnell funktioniert und dir einfach von der Hand geht. Wenn dir meine Tipps gefallen haben, dann freue ich mich natürlich über einen Kommentar von dir unten in dem Kommentarfeld. Abonniere bitte unseren Kanal und vergiss auch nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Neben den Tipps von mir zum E-Bass-Spielen bekommst du im Kanal auch noch Tipps zu weiteren Instrumenten wie Akkordeon, Trompete, Gitarre, Cajon spielen und so weiter. Also schau vorbei bei meinemusikschule.net und informiere dich über den E-Bass-Kurs. Viel Spaß dabei. Bis bald. Ciao. meinemusikschule.net. So lernt man heute Musikinstrumente spielen.